Nach den Eisheiligen. Diese Gartenfehler solltest du jetzt vermeiden. Nach den Eisheiligen atmen viele Gärtner erst einmal auf. Die kalten Nächte gelten als überstanden und endlich dürfen Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika und viele andere empfindliche Pflanzen nach draußen. Doch genau hier entsteht oft der erste Fehler. Nach den Eisheiligen bedeutet nicht automatisch, dass der Garten ab jetzt völlig sicher ist. Der Kalender gibt eine Orientierung, aber er ersetzt nicht den Blick auf Wetter, Boden und Pflanzen. Gerade Mitte Mai können Nächte noch kühl bleiben. Vielleicht gibt es keinen Frost mehr, aber empfindliche Jungpflanzen reagieren trotzdem auf Kälte, Wind, nasse Erde und starke Temperaturschwankungen. Eine Tomate, die aus dem warmen Haus oder Gewächshaus kommt, steht draußen plötzlich in einer anderen Welt. Mehr Licht, mehr Wind, kühlere Nächte, mehr Feuchtigkeit. Für kräftige Pflanzen ist das später oft kein Problem. Für junge Pflanzen kann es aber ein schwieriger Start sein. Deshalb ist die Zeit nach den Eisheiligen keine Zeit für Hektik. Sie ist eine Übergangsphase. Jetzt geht es darum, den Garten Schritt für Schritt in die warme Saison zu führen. Fehler 1. Empfindliche Pflanzen zu schnell ins Freiland setzen. Der erste große Fehler passiert oft aus Vorfreude. Die Jungpflanzen stehen seit Wochen auf der Fensterbank, im Gewächshaus oder im geschützten Frühbeet. Sie sehen kräftig aus und sollen endlich an ihren Platz. Gerade bei Tomaten, Gurken, Paprika, Chili, Kürbis und Zucchini ist diese Ungeduld verständlich. Aber empfindliche Pflanzen brauchen mehr als nur einen frostfreien Tag. Sie brauchen stabile Bedingungen. Wenn sie direkt ins freie Beet kommen, müssen sie plötzlich mit Sonne, Wind, kühlen Nächten und stärkerer Verdunstung zurechtkommen. Das kann sie deutlich bremsen. Man sieht es oft an schlaffen Blättern, hellerem Grün oder leicht gekräuselten Blatträndern. Besser ist ein geschützter Start. Tomaten können zunächst an eine warme Hauswand. Gurken und Zucchini profitieren von einem windgeschützten Platz. Paprika und Chili sollten erst dauerhaft draußen bleiben, wenn die Nächte mild sind. Auch ein Vlies kann in den ersten Nächten sinnvoll sein. Es geht darum, ihnen einen sanften Übergang zu ermöglichen. Nach den Eisheiligen beginnt der Moment, in dem man bewusst entscheidet, was bereit ist. Fehler 2. Jungpflanzen nicht richtig abhärten. Ein weiterer häufiger Fehler ist, Jungpflanzen ohne Vorbereitung nach draußen zu setzen. Viele Pflanzen wurden über Wochen im Haus oder im Gewächshaus vorgezogen. Dort hatten sie gleichmäßige Temperaturen, wenig Wind und oft gefiltertes Licht. Draußen ist das anders. Die Sonne ist stärker. Der Wind bewegt die Blätter. Die Nächte sind kühler und Regen kann sie zusätzlich belasten. Ihre Blätter und Stiele sind oft noch weich, weil sie echte Außenbedingungen kaum kennen. Genau deshalb ist Abhärten so wichtig. Abhärten bedeutet, Pflanzen langsam an das Leben im Freien zu gewöhnen. Am ersten Tag reichen oft 2 bis 3 Stunden draußen. Nicht in der prallen Mittagssonne, sondern an einem hellen, geschützten Platz. In den nächsten Tagen wird die Zeit draußen Schritt für Schritt verlängert. Erst heller Schatten, dann etwas Morgensonne, später mehr Licht und Wind. So bilden die Pflanzen stabilere Blätter und kommen mit Temperaturschwankungen besser zurecht. Typische Zeichen für fehlendes Abhärten sind helle Flecken auf den Blättern, schlaffe Triebe oder ein Wachstumsstopp nach dem Auspflanzen. Fehler 3. Nur auf den Kalender schauen, nicht auf die Nächte. Viele orientieren sich nach den Eisheiligen vor allem am Datum, aber der Garten richtet sich nicht nach dem Kalender allein. Entscheidend sind vor allem die Nächte. Es sind die Stunden zwischen Abend und Morgen. Tagsüber kann es angenehm warm sein, doch nachts kann die Temperatur noch deutlich absinken. Auch ohne Frost können kühle Nächte belastend sein. Tomaten, Paprika, Chili und Gurken mögen kalte Nächte nicht. Sie sterben nicht sofort, aber sie geraten unter Stress, was das Wachstum später bremst. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Nachttemperaturen. Wenn kühle Nächte angekündigt sind, ist es besser, Pflanzen geschützt zu lassen. Arbeiten Sie wenigstens mit Vlies, Haube oder einem geschützten Standort. Die Nächte zeigen, wie bereit der Garten wirklich ist. Diese Vorbereitung lohnt sich. Gut abgehärtete Pflanzen starten deutlich stabiler und schenken Ihnen einen gesunden, blühenden Garten. Fehler 3. Nur auf den Kalender schauen, nicht auf die Nächte.
Viele orientieren sich nach den Eisheiligen vor allem am Datum. Die Eisheiligen sind vorbei. Der Mai ist fortgeschritten. Also wirkt es logisch, dass empfindliche Pflanzen jetzt sicher draußen stehen können. Aber der Garten richtet sich nicht nach dem Kalender allein. Entscheidend sind vor allem die Nächte. Denn für viele Jungpflanzen ist nicht der sonnige Nachmittag das Problem. Es sind die Stunden zwischen Abend und frühem Morgen. Tagsüber kann es angenehm warm sein. Die Sonne scheint, die Erde fühlt sich mild an und alles sieht nach Frühsommer aus. Doch nachts kann die Temperatur noch deutlich absinken. Auch ohne Frost können kühle Nächte für empfindliche Pflanzen belastend sein. Tomaten wachsen langsamer, wenn sie längere Zeit zu kühl stehen. Paprika und Chili reagieren oft noch empfindlicher. Auch Gurken, Kürbis und Zucchini mögen kalte Nächte nicht. Sie sterben deshalb nicht sofort ab, aber sie geraten unter Stress. Und dieser Stress zeigt sich später oft im Wachstum. Die Pflanzen bleiben kleiner, bilden langsamer neue Blätter und brauchen länger. Deshalb lohnt sich nach den Eisheiligen ein genauer Blick auf die Nachttemperaturen. Nicht nur auf die Tageswerte, sondern auf die tiefsten Werte in der Nacht. Wenn kühle Nächte angekündigt sind, ist es besser, Pflanzen geschützt zu lassen. Fehler 4. Bodenwärme unterschätzen. Viele schauen auf die Wetter-App, aber Pflanzen wachsen nicht nur in der Luft. Sie wachsen mit ihren Wurzeln im Boden. Und dort kann es Mitte Mai noch deutlich kühler sein, als man denkt. Für empfindliche Pflanzen wie Tomaten oder Kürbis ist das entscheidend. Wenn der Boden zu kalt ist, kommen sie nicht richtig in Gang. Ein einfacher Test hilft: Fühlt sich die Erde morgens noch sehr kalt und nass an, sollte man warten. Schieben Sie Mulch an Pflanzstellen kurz beiseite, damit die Sonne den Boden erwärmt. Nach den Eisheiligen ist also nicht nur die Frage, ist die Luft frostfrei, sondern auch, ist der Boden bereit. Fehler 5. Tomaten, Gurken und Zucchini zu nass halten. Nach den Eisheiligen beginnt für viele wärmeliebende Pflanzen die wichtigste Phase. Tomaten kommen ins Beet oder in große Kübel. Gurken ziehen ins Gewächshaus oder an einen geschützten Platz. Zucchini und Kürbis werden ausgepflanzt. Und gerade jetzt möchten viele alles richtig machen. Also wird regelmäßig gegossen. Manchmal sehr großzügig. Doch genau hier entsteht ein häufiger Fehler. Frisch ausgepflanzte Tomaten, Gurken und Zucchini brauchen zwar Wasser, aber sie mögen keine dauerhaft nasse Erde. Die Wurzeln müssen sich erst im neuen Boden ausbreiten. Sie suchen Halt, Luft und Feuchtigkeit. Wenn der Boden ständig nass ist, fehlt den Wurzeln Sauerstoff. Dann kann die Pflanze nicht richtig arbeiten. Bei Tomaten führt zu viel Nässe oft zu schwachem Wurzelwachstum. Die Pflanze bleibt abhängig von häufigem Gießen und bildet weniger tiefe, stabile Wurzeln. Bei Gurken und Zucchini ist Staunässe noch problematischer. Ihre Wurzeln reagieren empfindlich, wenn der Boden kalt und nass bleibt. Von außen sieht man das oft erst später. Die Blätter hängen, die Pflanze wirkt müde. Man gießt noch mehr, weil man denkt, sie hätte Durst. Und genau dadurch wird das Problem größer. Deshalb ist nach den Eisheiligen nicht häufiges Gießen entscheidend, sondern gezieltes Gießen. Besser ist es, seltener, aber gründlicher zu wässern. Der Boden darf zwischen den Wassergaben leicht abtrocknen. Ein Blick auf die Erde hilft oft mehr als ein fester Gießplan. Bei Tomaten ist außerdem wichtig, direkt an der Erde zu gießen. Die Blätter sollten möglichst trocken bleiben, besonders wenn Nächte noch kühl und feucht sind. Wasser sollte mit Gefühl eingesetzt werden. Fehler 6. Zu früh zu stark düngen. Nach den Eisheiligen möchten viele ihren Pflanzen einen besonders guten Start geben. Die Tomaten sind endlich draußen. Gurken, Zucchini, Paprika und Chili sollen jetzt kräftig loswachsen. Und dann liegt der Gedanke nahe. Jetzt brauchen sie Futter. Also wird gedüngt. Manchmal direkt beim Pflanzen, manchmal ein paar Tage später und manchmal gleich mit sehr nährstoffreichen Düngern. Doch genau das kann ein Fehler sein. Frisch gesetzte Jungpflanzen müssen zuerst ankommen. Sie müssen neue Wurzeln bilden. Sie müssen sich an den Standort gewöhnen und mit Licht, Wind, Boden und Temperaturschwankungen zurechtkommen. Wenn sie in dieser Phase zu stark gedüngt werden, kann das die Pflanzen eher belasten als stärken. Vor allem stickstoffreiche Dünger führen schnell zu viel weichem Blattwachstum. Das sieht zunächst gut aus. Die Pflanze wirkt grün und kräftig. Aber weiches, schnelles Wachstum ist oft empfindlicher. Die Triebe werden instabiler. Die Blätter können anfälliger werden.
Gerade Tomaten brauchen nach dem Auspflanzen nicht sofort eine starke Düngung. Wenn das Pflanzloch mit guter Erde vorbereitet wurde, reicht das oft aus. Auch Gurken und Zucchini sind Starkzehrer, aber auch sie profitieren davon, wenn sie erst einmal gut einwurzeln können. Der richtige Zeitpunkt für eine stärkere Nährstoffgabe kommt später, dann, wenn die Pflanzen sichtbar angewachsen sind und neue Blätter erscheinen. Bis dahin ist weniger oft besser. Erst Wurzeln, dann Wachstum, dann Ertrag. Diese Reihenfolge ist im Garten oft wichtiger als jede schnelle Nährstoffgabe. Fehler 7. Schnecken nach warmen Tagen unterschätzen. Nach den Eisheiligen achten viele zuerst auf Frost, Sonne und Pflanzzeit. Aber ein anderes Thema wird oft zu spät ernst genommen: Schnecken. Gerade nach milden Tagen und feuchten Nächten können sie plötzlich aktiv werden. Tagsüber sieht man sie kaum. Der Garten wirkt ruhig. Die Jungpflanzen stehen frisch im Beet. Alles scheint gut. Und am nächsten Morgen fehlen plötzlich Blätter. Besonders gefährdet sind junge Salate, Zucchini, Gurken, Kohlpflanzen und viele frisch gesetzte Jungpflanzen. Junge Pflanzen haben weiches Gewebe. Sie sind zart, haben wenig Reserven und können durch eine einzige Nacht stark geschwächt werden. Der Fehler entsteht, wenn man sie erst bemerkt, wenn der Schaden schon sichtbar ist. Nach den Eisheiligen ist deshalb Vorbeugung wichtig. Schau abends oder frühmorgens gezielt nach den Beeten. Besonders nach Regen oder warmfeuchten Tagen lohnt sich dieser Blick. Kontrolliere auch mögliche Verstecke, unter Brettern, unter Töpfen, am Rand von Hochbeeten, unter dichter Mulchschicht. Schneckenkragen helfen bei einzelnen Jungpflanzen. Auch ein freier, eher trockener Rand um empfindliche Pflanzen kann Schnecken bremsen. Wichtig ist auch der Umgang mit Mulch. Direkt nach dem Auspflanzen kann eine dicke, feuchte Mulch Schichtschnecken begünstigen. Wer abends stark gießt, schafft über Nacht oft ideale Bedingungen für Schnecken. Morgendliches Gießen ist meist günstiger. Fehler 8. Den Garten jetzt zu hektisch umstellen. Nach den Eisheiligen entsteht im Garten oft ein besonderer Druck. Alles scheint gleichzeitig möglich zu sein. Genau in dieser Phase wird der Garten manchmal zu hektisch umgestellt. Beobachten statt Hektik. Schütze deine Schätze. Für uns fühlt sich das nach einem guten Start an. Für den Garten kann es aber sehr viel Veränderung auf einmal sein. Denn jede Pflanze braucht nach dem Auspflanzen erst einmal Zeit, um anzukommen. Sie muss neue Wurzeln bilden, sich an den Standort gewöhnen und mit Licht, Wind, Temperatur und Feuchtigkeit zurechtkommen. Wenn gleichzeitig zu viele Eingriffe passieren, wird es schwerer zu erkennen, was der Pflanze wirklich fehlt. Hängt sie, weil sie zu wenig Wasser hat? Oder weil der Boden noch zu kalt ist? Oder weil sie zu schnell in die Sonne gekommen ist? Je mehr auf einmal verändert wird, desto schwieriger wird die Beobachtung. Deshalb ist es nach den Eisheiligen oft besser, den Garten in Schritten umzustellen. Erst die Pflanzen vorbereiten, dann die Standorte prüfen, dann pflanzen, dann ein paar Tage beobachten. Nicht alles muss an einem Wochenende fertig sein. Der Übergang vom Frühling in den Frühsommer ist kein harter Schnitt. Er ist ein Wechsel. Und dieser Wechsel gelingt meist besser, wenn man ihn ruhig begleitet. Nach den Eisheiligen verändert sich der Garten spürbar. Die Tage sind länger, das Licht ist kräftiger, viele Pflanzen wachsen schneller. Und überall entsteht dieses Gefühl, dass die eigentliche Gartensaison jetzt beginnt. Und das stimmt auch. Jetzt dürfen viele wärmeliebende Pflanzen nach draußen. Tomaten, Gurken, Zucchini, Kürbis, Paprika und Chili bekommen endlich ihren Platz. Beete füllen sich, Töpfe werden bepflanzt, der Garten wird voller und lebendiger. Aber gerade deshalb lohnt sich ein ruhiger Blick, denn nach den Eisheiligen ist nicht einfach alles erledigt. Es beginnt eine Übergangszeit. Die Frostgefahr wird kleiner, aber kühle Nächte, kalter Boden, Wind, nasse Erde und Schnecken bleiben weiterhin Themen. Viele Fehler entstehen nicht, weil man zu wenig tut. Sie entstehen, weil man zu schnell zu viel auf einmal macht. Empfindliche Pflanzen brauchen Zeit. Jungpflanzen brauchen Gewöhnung. Wurzeln brauchen warme, lockere Erde. Und der Garten braucht nach dem Wechsel vom Frühling in den Frühsommer ein wenig Beobachtung. Wer jetzt Schritt für Schritt arbeitet, macht es seinen Pflanzen leichter. Ein paar Tage beobachten, die Nächte im Blick behalten, die Erde prüfen, Jungpflanzen schützen. So entsteht ein stabiler Anfang. Denn kräftige Pflanzen entstehen nicht durch Eile, sie entstehen durch passende Bedingungen.
Nach den Eisheiligen beginnt eine schöne Zeit im Garten, aber sie beginnt am besten mit Gefühl. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.